Surfen-Volley. Ja, dann mach das doch. Surfen-Volley um einen Punkt. Wow, stark. Heute habe ich ein besonders interessantes Thema für euch. Nämlich geht es um Taktiktraining im Tennistraining. Für dich als Trainer, wie kannst du deinen Schülern Taktik vermitteln? Welche Möglichkeiten gibt es für dich als Spieler? Wie kannst du es vielleicht mit deinem Spielpartner selbstständig üben? Darum soll es in diesem Video gehen. 3 sehr effektive Methoden für euch. Bleibt dran, es lohnt sich. Viel Spaß mit meinem neuen Video. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Martin und wenn dir dieses Video gefällt, dann lass doch ein Like da, drück auf die Glocke, abonniert den Kanal und dann verpasst du kein Video mehr von mir. Heute ein ganz wichtiges Thema, Taktik im Tennistraining. Und mir sind 2 Sachen ganz wichtig, die möchte ich, bevor wir gleich auf den Court gehen, nämlich hier nochmal ganz kurz darstellen. Und zwar geht es darum, dass eigentlich das Taktiktraining im Tennistraining relativ stark vernachlässigt wird. Es wird häufig an den Grundschlägen gearbeitet, auch am Volleyspiel, an den ganzen technischen Sachen. Doch was bringt euch die gut ausgeführte Technik, der gute Schlag, wenn ihr es später in dem Zusammenhang, im Ballwechsel gar nicht anwendet und auch gar nicht anwenden könnt? Und da geht nämlich das Taktiktraining los, dass ihr versuchen sollt, euch vor dem Ballwechsel schon Gedanken zu machen, in welche Richtung das Ganze laufen soll. In welche Richtung soll der Ballwechsel laufen? Und das ist ein ganz großer Bestandteil vom Taktiktraining, dass ihr nicht einfach nur drauf losspielt, sondern euch mit dem Spiel befasst. Und darum geht es jetzt, wenn wir auf den Platz gehen. Und ich zeige euch jetzt hier 3 sehr effektive Möglichkeiten, das zu trainieren. Die erste tolle Möglichkeit, Taktik zu trainieren, ist die Spielbeobachtung. Der Trainer hat jetzt die Aufgabe, den beiden Spielern zuzuschauen und auf taktische Fehler zu achten. Also das ist jetzt eine Möglichkeit für den Trainer, wenn er 2 Spieler hat. Und jetzt in diesem Fall macht die Spielerin oben den Rückhandfehler. Der Trainer hat jetzt genau aufgepasst und überlegt jetzt bzw. erklärt der Spielerin oben, was hätte anders laufen sollen. Und wir sehen jetzt hier auf diesen eigentlich guten Vorhandball und diese kurze Rückhand entscheidet sich die Spielerin oben jetzt für den Rückhandball. Und der Trainer gibt jetzt taktische Hinweise, dass es vielleicht an dieser Stelle nicht verkehrt gewesen wäre, die Rückhand zu umlaufen und eben an dieser Stelle die stärkere Vorhand wieder einzusetzen und den Ball dann in die Vorhandecke der Spielerin unten zu spielen. Und dann wird diese Spielsituation vom Trainer einfach nochmal nachgestellt. Das ist eine sehr effektive Möglichkeit und bietet sofort die Rückmeldung für den Spieler, was hätte anders laufen können. Diese Methode eignet sich übrigens auch perfekt zum Korrigieren von technischen Fehlern. Ich möchte euch hier jetzt mal ein Beispiel geben. Jetzt macht die Spielerin oben wieder einen Rückhandfehler auf einen sehr langen Ball der Spielerin unten. Und einfach ist mir aufgefallen, dass es von der Technik gerade einfach die falsche Ausführung war. Und jetzt spielen wir diese Situation einfach nochmal nach. Der Trainer gibt die Hinweise, dass einfach, genau in diesem Moment einfach ein kurzer Schwung viel besser gewesen wäre. Und wir sehen, die Spielerin hier antwortet jetzt hier schon ganz gut und leider stehe ich jetzt hier im Weg, aber hier hat sie es wirklich ganz toll gemacht, den Ball mit einer kurzen Wippe wieder rauszuspielen und das ist nun mal ein kurzer Hinweis, wie das Ganze eben halt auch technisch laufen könnte. Kommen wir aber wieder zum taktischen Aspekt dieser Übung. Wir sehen jetzt hier einen Ballwechsel, wo ein langer Ball von der Spielerin unten geschlagen wird und die Spielerin oben macht wieder den Fehler und versucht wieder lang zurückzuspielen. Der Trainer hat natürlich hier wieder bei der Matchbeobachtung gut aufgepasst und zeigt jetzt der Spielerin oben Lösungsmöglichkeiten, die Spielerin unten trotz der unangenehmen Situation wieder unter Druck zu setzen. Und wir sehen hier, eine Möglichkeit für die Spielerin oben wäre, nicht lang zurückzuspielen, sondern einen kurzen Ball, wie wäre es mit einem kurzen Crossball, zu spielen. Und das üben wir jetzt wieder hier im Replay. Spielbeobachtung ist natürlich eine absolute Trainerübung und wenn ihr zum Beispiel mit eurem Spielpartner spielt, dann könntet ihr das so machen, dass jeder Spieler 2, 3 Bälle in der Tasche hat, der Punkt wird ausgespielt und einfach Situationen wie jetzt hier der Passierball werden nochmal wiederholt. Seid ihr ein Spieler und Trainer auf einem Platz, dann könnte der Trainer die Spielbeobachtung auch aus dem Spiel heraus machen. Hier zum Beispiel gebe ich dem Jürgen den Tipp,
doch ein bisschen geduldiger zu spielen, einfach nochmal in meine Rückhand mit der Vorhand zu gehen, also den Vorhand Inside-Out zu spielen, nicht zu ungeduldig zu sein. Und dann wiederholen wir das Ganze nochmal in gleicher Situation. Das muss auch nicht direkt am Anfang wieder klappen, sondern wir versuchen dann das einfach nochmal. Jetzt spielt er sich noch eine bessere Situation raus und dann zieht er das Tempo an, was hier ganz knapp misslingt. Aber geduldiges Spiel wäre jetzt hier der taktische Hinweis gewesen. Und genau das Gegenteil seht ihr jetzt hier in dieser Situation. Der Jürgen spielt eigentlich wunderbar in die Vorhand-Cross-Rallye und verpasst es dann einfach, den Vorhand-Longline-Ball zu setzen. Und auch das probieren wir einfach nochmal. Wir versuchen dann aus dieser Cross-Situation den Vorhand-Longline zu spielen und gehen dann weiter in das Spiel und spielen dann auch den Punkt weiter aus. Eine zweite taktische Übung, wie ihr Taktik trainieren könnt, nennt sich Spezialaufgabe. Ihr seht jetzt hier eine Szene aus unserem Kindertraining und auch hier versuchen wir Taktik schon zu vermitteln. Die Spieler spielen ein Aufschlagspiel 15-0, 30-0, 40-0. Bei Einstand gibt es entscheidenden Punkt und es gibt eine Spezialaufgabe. In diesem Fall jetzt hier lautet die Spezialaufgabe, versuch einen direkten Punkt zu spielen. Also versuch ein Spiel, einen Schlag zu machen, an den der andere nicht mehr drankommt. Also offensives Spiel. Und wenn diese Aufgabe, diese Spezialaufgabe gelingt, dann gewinnt der Spieler das Spiel automatisch. Also wenn ich 0,40 hinten liege und erfülle die Spezialaufgabe, dann steht es direkt 1:0, 2:0, also ist das Spiel gewonnen. Das hat zur Folge, dass die Spieler natürlich versuchen, die Spezialaufgabe zu erledigen. Hier ist die Spezialaufgabe zum Beispiel, einen Volleypunkt zu machen. Und ihr seht, die Spieler gehen dann nach vorne, was sie unter normalen Umständen vielleicht nicht gemacht hätten. Bei diesem Punkt ist die Spezialaufgabe, dass der Spieler das Spiel schon direkt gewinnt, wenn der Ball 5-mal das Netz passiert. Das heißt, hier ist jetzt defensive Spielweise gefragt und jetzt ist der Ball 5-mal über dem Netz und der Spieler unten versucht den offensiven Schlag jetzt, um eben den Punkt zu gewinnen und ihm gelingt das. Jawohl, so kann man wunderbar defensiv auf offensiv schulen und trainieren. Jetzt hier bei den Mädels ist die Aufgabe, die Spezialaufgabe, einen direkten Punkt mit einem Volley zu machen. Folglich geht die Spielerin oben direkt nach vorne und sie versucht es auch in diesem Ballwechsel wieder. Ein kurzer Ball und jetzt, aha, ich kann die Spezialaufgabe holen, das ist eine Chance und mit dem Volley gewinnt sie hier den Punkt und gewinnt damit auch das Spiel. Ihr müsst die Aufgaben natürlich anhand der Spielstärke der Spieler auswählen. Hier bei den Mädels habe ich schwierigere Aufgaben genommen, noch ein Beispiel gefällig. Hier sollen die Spieler versuchen, einen direkten Punkt mit einem Stopp zu erlangen. Und schon versucht eben die Spielerin hier einen Stopp zu spielen, was sie sehr wahrscheinlich normalerweise nicht gemacht hätte. Ja, und wunderbar, hier auch noch den Passierball, Spielgewinn, klasse vorgetragen, taktische, gute Leistung und die Erkenntnis gewonnen, dass ein Stoppball eben auch ein gewinnbringender Punkt sein kann. Beim kommenden Punkt lautet die Spezialaufgabe, dass die Spielerin, die einen Rückhandslice spielt, das Spiel dann gewinnen kann. Also Rückhandslice soll jetzt hier die Spieler motivieren, auch mal einen Slice zu spielen, was ja gerade bei den Mädels sehr, sehr selten gemacht wird. Daher hier ein schöner Punkt, die Spielerin oben spielt einen Slice und gewinnt damit das Spiel. Jetzt mal ein kleines Negativbeispiel dieser ganzen Geschichte. Es soll natürlich nur dann gespielt werden oder nur dann versucht werden, die Spezialaufgabe zu erfüllen, wenn eben sich die Situation auch anbietet. Die Spielerin hier hat natürlich die Möglichkeit, voll durchzuziehen und spielt trotzdem einen Slice. Es geht in diesem Fall gut, aber so sollte es natürlich dann nicht sein. Jetzt kommen wir zu Aufschlag und Return. Die Spielerin, die jetzt einen Return-Winner oder einen Aufschlag-Winner spielt, erfüllt die Spezialaufgabe und gewinnt das Spiel. Und ihr habt gesehen, die Spielerin oben hat schon versucht, das Tempo anzuziehen beim Return. Und jetzt, bei diesem Punkt, wird es ihr auch gelingen. Aufschlag und jetzt taktisch auf den Aufschlag draufgehen und versuchen, den direkten Punkt zu erzielen oder die Gegnerin extrem unter Druck zu setzen. Auch eine taktische Möglichkeit. Hier ist sie aufgegangen, gut vorgetragen und das kann man mit Aufschlag und Return auch machen. Kommen wir zu meiner dritten Übung, Taktik zu üben, und die nennt sich Vorhersage. In dieser Übung sollen die Spielerinnen dem Trainer vorhersagen, wie der folgende Punkt laufen soll. Und da hören wir jetzt mal rein.
Okay, also ich hoffe, dass ich einen guten ersten Aufschlag spiele und dann möchte ich aggressiv auf ihre Rückhand spielen. Gut. Ziel dieser Übung ist es, dass die Spieler sich mit ihrem Spiel und dem Spiel der Gegnerin sowie auch dem Spielstand auseinandersetzen sollen. Also sie sollen sich einen Plan entwickeln, wie der kommende Ballwechsel für sie laufen soll. Und der Reiz dieser Übung liegt darin, dass eben, wenn dieser Plan aufgeht, es eine doppelte Punktzahl für die Spielerin gibt, die eben es schafft, ihren Plan umzusetzen. Und ich darf es vorwegnehmen, in diesem Fall gelingt es eben nicht der Spielerin, aber ich habe noch weitere Beispiele für euch, die das ganz gut darstellen. Ja, okay, ich versuche Luzi den Fehler machen zu lassen. Okay. Trainer kann nach den Ballwechseln dann entsprechend wieder analysieren und taktische und technische Hinweise geben. Okay, ist komplett in die Hose gegangen. Ja, warum? Ja, der war zu kurz. Genau. Ne, du sagst, du möchtest eine defensive Spielweise an den Tag legen, fängst aber an, von der Körpersprache komplett passiv zu werden. Ja? Defensive Spielweise heißt nicht, dass du von deiner ganzen Körperspannung dich zurückfallen lässt. Jetzt haben wir 15:40. Na, jetzt musst du natürlich auch gucken, je nach Spielstand, was bietet sich an, eher eine offensivere, eine defensivere Variante, wie sind die Punkte vielleicht bis jetzt gelaufen, was kannst du ändern? Ja, mach dir Gedanken. Ich versuche mit Länge zu spielen und also so ein bisschen defensiver, aber mit Länge. Also du versuchst defensive Spielweise und versuchst dann nicht passiv zu werden. Okay. In der Ausdrucksweise hat man jetzt wunderbar gehört, dass sie sich eigentlich noch nie einen Plan für den nächsten Ballwechsel gemacht hat, dass das für sie völlig Neuland ist. Und das ist ja genau das, was wir erreichen wollen, dass sie sich damit auseinandersetzen. Ja, dann darfst du allerdings natürlich auch, wenn du sagst, du möchtest passiv spielen, so einen Ball nicht versuchen. Ne? Also quasi auch für die Longline-Seite. Was ist die sicherere Seite? Der Crossball. Ne? Also versuche ich weiter ins Rückhandduell zu gehen. Ne? Ist natürlich auch ihre schwächere Seite. Also versuch nicht da schon gleich den Richtungswechsel zu machen. Ne? Okay. Aber ich denke, erstmal mache ich das mit dem Passiv. Also auf ihre Rückhand. Genau. Ne? Und ist ja jetzt 0-0. Also gute Sache erstmal abzuwarten, was passiert, dass du reinkommst in den Schlag. Auf geht's. Ja, und hier nochmal ein Positivbeispiel, wenn der Plan aufgeht. Also es sollte defensiv gespielt werden und das klappt hier auch. Sehr gut. Das gibt 2 Punkte. Ja, ist aufgegangen. Also nach dem ersten Start noch. Also Surfen Volley. Ja, dann mach das doch. Surfen Volley um 1 Punkt. Ja. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wann der Punkt gekommen ist, dass diese Übung die Köpfe der Spieler erreicht, das ist dann der Fall, wenn die Mädels vorschlagen, Surf and Volley zu spielen. Wow, stark. Sehr gut. Hier noch eine Variation der Übung. Man kann auch sagen, man setzt Punkte. Nämlich, man hat 5 Punkte zur Verfügung und die Spielerin soll ansagen, wie viele Punkte sie auf ihre Spielstrategie setzt. Diese ganze Übung könnt ihr natürlich auch wunderbar mit eurem Trainingspartner machen. Ja, da müsst ihr einfach nur euch im Prinzip euren Spielplan vor dem Punkt ausdenken und am Ende dann entsprechend dem Partner sagen, hat es geklappt oder hat es nicht geklappt. Da muss man natürlich ehrlich sein, aber es bringt ja nichts, sich da selber zu bescheißen. Hier noch ein Beispiel jetzt für entsprechend Punkte setzen. Dass die letzten 2 Male nicht aufgegangen ist. Ich versuche wieder aggressiv zu spielen, also offensiv, und ich setze 3 Punkte. Okay, also hohes Risiko, direkt nach dem Aufschlag versuchen, das Tempo hochzuhalten. Ja? Okay. 3 Punkte. Schade, das wäre die Möglichkeit gewesen. Ja, den hätte ich dir dann abgenommen. Gut. Was haltet ihr von diesen 3 Möglichkeiten, Taktik im Tennis zu trainieren? Wie macht ihr das? Mich würde eure Meinung interessieren. Schreibt sie doch einfach in die Comments. Und ja, wenn ihr Lust habt, schaut auch bei meinen nächsten Videos wieder rein. Es geht jetzt so langsam in die Wintersaison und da werden wieder einige Videos auch aus der Tennishalle kommen. Ich wünsche euch da schon mal einen guten Start für jeden, der schon in der Wintersaison ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Martin.